Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sea of Thieves. Dieses Mal spielen wir die neue Tale. Moment, wo ist er denn? Der Schlupfwinkel von LeChuck. Das machen wir heute und in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß. Jo, heute mal ganz ohne Kamera. Ich denke mal, das brauchen wir nicht unbedingt. Wir klicken mal hier rein, trifft dich wieder mit Guybrush und konfrontiere LeChuck auf Monkey Island. Bin ich mal sehr gespannt. Ich bereue jetzt gerade schon, warum ich reingedrückt habe. Sprich mit allen an Bord der Black Pearl. Ich habe mir nicht den Trailer angeguckt, aber das ist schon wieder uff. Ich habe auch ein sehr schlechtes Gefühl, wenn ich das mal so sagen darf. Eins vorweg. Die ersten Tales war der 1 bis 9. Waren 9 Teile insgesamt. Sehr lang, sehr cool, etc. pp. Dann gab es so kleine, ganze Tales, die für sich selbst eine ganze Geschichte waren. Auch sehr cool. Und dann gab es ja hier, wie will ich sagen, A Pirate's Life. Das waren 1, 2, 3, 4, 5. Fand ich schon damals ein bisschen kurz. Meine Vermutung ist, das sage ich jetzt vorweg, ohne es gespielt zu haben, ohne sich informiert zu haben, etc. pp. Meine Vermutung ist wirklich, dass das jetzt hier schon der letzte Teil ist. Von der ganzen, Monkey Island Serie, wie man es nennen mag. Finde ich jetzt nicht so hundertprozentig geil, weil es sehr kurz war. Aber egal. Wir sind auch hier. Da gibt es das Schwert von LeChuck. Das korrumpierte Schwert von Pendragon gibt es hier. Das ist ja das, von Pendragon nur in Rot. Als Belohnung. Dann hier, kriegt man noch so ein Gemälde von LeChuck. Und dann, wenn man halt alles wieder gemacht hat, brauchen wir nicht. Und hier, Melodie von Monkey Island. Ich schätze mal, danach wird es aus sein. Also allein das hier und das spricht eigentlich schon dafür. Was ich im Vorhinein schon sage, ganz ehrlich, ist schade, wie verdammt kurz das war. Und ist dann noch umso schäder, in Anführungszeichen, schäder, sagt man nicht, aber klingt bescheuert, zu sehen, dass im Prinzip so ein kleines Tale-Universum so extrem gestreckt wird. Da wünscht man sich ehrlich gesagt mehr, dass diese blöden 12 Abenteuer, die man nicht mehr erleben kann, irgendwie zusammengefasst werden, was weiß ich, 1 bis 4, Abenteuer 1 bis 4 ist eine Tale, Abenteuer 4 bis 8, etc. pp. Das wäre cooler, fände ich. Dass man die noch irgendwie nachspielen könnte, Aber so, vor allem auch, man muss auch ehrlich sagen, Monkey Island ist jetzt nicht so ein kleines Universum. Klar, doch viel kleiner als jetzt Fluch der Karibik, aber nicht so klein. 3 Teile sind ein bisschen wenig. Vielleicht gibt es danach noch einen Teil, schätze ich aber eher weniger. Und ich würde sagen, wir starten mal rein. Ihr seht auch, hier ist nicht viel Platz mehr für andere Bücher. Und hier geht alles anscheinend nur mit Büchern. Ich gehe mal kurz hier rüber. Hier ist etwas, wie will ich sagen, spezieller. Hier schön Black Pearl, dann da oben schöne Muschel. Klar, es liegt überall ein Buch bei, aber ich finde, hier hat man sich mehr Mühe gegeben. Nur so als kleiner Punkt, weil das ist halt schon ein bisschen schäbig. Sorry, wenn ich das so mal sagen darf. Wir starten mal rein. Sorry, nur das so als kleiner Hintergedanke mal. Ich will jetzt keinen madig machen, aber... There you are. Ja. It's about time somebody normal stopped by. There I was, minding my own business, when this spooky lady wearing an unnecessarily large hat comes bursting out of the water and says she has a book for me. Is there anyone around here who doesn't just appear and disappear whenever they feel like it? Okay. Now I know you're all doing it on purpose. If Belle has brought word to us from Melee,
Then Guybrush must be ready to depart. I shall reopen a path to the Sea of the Damned, so that you may join him on his journey to Monkey Island and face LeChuck together. I must confess, even I did not truly believe such a place really existed. But memory or no, tales of the power Monkey Island conceals should be taken most seriously. Threepwood may be a scrawny dope, but he's beaten LeChuck before. We really need to worry. The Sword of Souls is a formidable weapon. It was created to release captive spirits. But when fully reforged as the Burning Blade, it will grant LeChuck the power to enslave them. I knew I shouldn't have asked. Well, what are we waiting for? Indeed. Tor ist offen. Dann würde ich mal We have sagen, come too far to abandon Guybrush now. Use his memoirs to guide you, and make sure LeChuck never gets a chance to wield the Burning Blade. Captain Capsize and I must attend to a mission of our own. You've got his memoirs. Now get through that archway and help Threepwood. He'll almost certainly need it. los geht's. Abflug. Ja, jetzt haben wir ein kleines Büchlein wieder. Wir müssen wieder durchs Portal etc. pp. Kennen wir. Ich nehme mal trotzdem 2, 3 kleine Sachen mit. Mache mich einmal hier voll. Werden wir, denke ich, trotzdem auch eher weniger brauchen. Machen es aber trotzdem mal. Es ist zwar wirklich schön, dass auch hier die ganze Story, wie will ich sagen, in so einer eigenen Welt spielt, dass man, na, seine Ruhe hat und so. Aber ist ein bisschen schade, wie wenig es tatsächlich ist, ne? Man wünscht sich doch ein bisschen mehr. Was ich auch gehört habe, Betonung liegt auf gehört habe, viele Leute haben ja gesagt, es wird niemals einen Einzelspielermodus für dieses Game geben. Niemals, nie und bla 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 bla. Und Rare hat auch gesagt, wir machen keinen, vor Jahren. Na? Und da haben da viele Spieler sich extrem drüber aufgeregt und haben mich auch kritisiert damals, etc. pp. Weil ich gesagt habe, sowas kann man nicht ausschließen. Was habe ich letztens gelesen? Ja, Rare macht einen Einzelspieler in das Game. Wo ich mir auch letztens dachte, wie bitte? Was? Wer hat mal wieder recht gehabt? Der alte Herr Rubenwehr. Aber egal, das ist eine andere Geschichte. Ich schätze mal, die meisten, die hier jetzt anwesend sind, werden davon nie was mitbekommen haben. Ach. Was ist denn das? Überraschung. Das will ich doch gar nicht machen. Und das hier. Band 3. Auf nach Monkey Island. Segeln Monkey Island. Aber auch rechtzeitig einholen. Wegbeschreibung zu Monkey Island. Okay. In Klammern preisgünstiges. Ich kaum für eine 4-köpfige Crew. Zum Glück sind wir allein. Das kennen wir ja. Monkey Island. Treffpunkt ist hier. Labyrinth, bla 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 bla. Okay. Jetzt mal alles überflogen. Wir fliegen mal weg. Zack. Und schauen uns mal, was uns erwartet. Ja, als ich das letztens gelesen habe, dass Rare sich entschlossen hat, ich glaube in einem Dezember-Update oder irgendwie sowas diesen Jahres noch, soll es einfach mal einen Einzelspieler-Modus hier geben. Auch eine sehr, sehr interessante Sache. Wieso den dann abgrenzt zu dem Modus, bleibt auch fraglich. Aber ist definitiv, boah, interessant. Macht ein bisschen Angst, wo es hier noch hingehen soll, in Anführungszeichen. Weil es war ja immer schon ein Online-Game, pures.
Und da bestanden ja viele Leute drauf und Rare. Ja? Jetzt soll es plötzlich dann einen Offline-Modus geben, also einen Einzelspieler-Modus. Offline falsch jetzt, aber halt Einzelspieler-Modus. Das ist schon ein bisschen... Aber naja, lassen wir uns mal überraschen. Sehr gut. Here we go. Hope I can remember how to do this. A little heavy on the brimstone there, Chef. Ahoy there! We're about to make sail for Monkey Island. Stay close to the Black Pearl so we don't get separated. Ready, Mr. Mancomb? Deploy the cinnamon in 3, 2... Cinnamon Incorporated, Captain. Prepare the chicken. Prepare the chicken. No, the rubber chicken. Avian ascension apparatus Okay, added. die machen da alles dann. And be ready with the mints. Altgesessene Hasen von Monkey Island, die kennen ja das. Already? 'Twas Spiffy what had the last of 'em, Captain. Done his breath of power good. We'll find something. What about these? Those look like cucumbers. Ugh, pickled cucumbers. I found about 30 jars in the captain's quarters, but they're green and they grow outdoors, so I reckon... Why would anyone keep... Oh, the heck with it. Throw it all in the pot. Reckless recipe replacements reducing, sir. Should be ready any moment. Monkey Island. I'm coming, Elaine. Ah. Full speed ahead, Mr. Cobb. Show me what the Black Pearl can really do. Aye. Ich sag gleich dazu was. Ich sag wirklich gleich dazu was. Ist zwar wirklich alles sehr, sehr geil. Auch süß, dass die Black Pearl im letzten Teil als Easter Egg drin war. Ne? Aber ich muss ehrlich sagen, als Easter Egg hätte ich die jetzt wirklich nicht genommen, weil schon ist ja cool, sind Action zu sehen und so, ne? Aber das wirkt wieder sehr, sehr faul von Rare. Einfach ein Schiff 1:1 dann so rüberzunehmen und er fährt dann auch noch darauf. Und alles. Man sich denkt, warum? Klar, es ist mega geil, da vorne die Black Pearl halt einfach ankern zu sehen. Die Black Pearl, eines der coolsten Schiffe in der gesamten Filmgeschichte etc. pp. Eines der coolsten Piratenschiffe, die es so für mich auch gibt, ne? Aber es wirkt halt extremst faul einfach. Die halt 1:1 für Guybrush zu nehmen, dass er hierher kommt. Finde ich wirklich extremst faul. Wir sind da hinten beim Affenschädel. Beziehungsweise wir parken da einfach jetzt mal bei der Black Pearl. Wie gesagt, wie cool es auch ist, wie geil ich es auch finde. Ja, eine Nebensache, aber es wirkt halt extremst faul. Wirklich extremst faul. Und das ist ein bisschen schade, wirklich. Weil das haben wirklich die Torte jetzt für mich jetzt wirklich nicht verdient, so abgefrühstückt zu werden. Wie gesagt, Nebensache, alles weglassen, dass ich es mega cool finde, aber ist halt schade. Es macht halt den Plot von A Pirate's Life auch schon wieder ein bisschen kaputt. Klar, ich schätze mal, das wird nicht die echte Pearl sein, aber er bezeichnet sie als Pearl. Ich finde es fürchterlich. Ich sage wirklich einfach mal so unverfroren, das war enorme Faulheit der Entwickler. Parken wir direkt daneben. Ich bin auch gern, ich schaue mir auch richtig gern das Schiff an, ne? Also nicht falsch verstehen, das ist ein absolut geiles, schönes Schiff. Aber, na? Ein bisschen schade eh.
Reden wir mal mit den Leuten hier. So, you found your way along in our wake. Where we are now. See, folks weren't best pleased to learn they'd been beguiled, nor that the legend of Monkey Island was so much bilge water. Guybrush tried to set things right, but a lot of people weren't happy, and very few believed him when he said LeChuck was behind the whole thing. Treasure, and lots of it. After apologizing, pleading, and persuading didn't work, Guybrush remembered that pirates can be quite amenable to bribery. There's a fair chunk of the governor's treasury waiting for me back on Melee Island. Enough to settle my sizable tab at the scum bar. Until then, I'll be the most loyal shipmate you've ever seen. There's no need to phrase that so accusingly. Guybrush was quite intent on paying for his passage, but after hunting high and low, Stan was nowhere to be seen. Therefore, we invoked a unilateral Residents of Melee Association proclamation, and availed ourselves of nearby assets. Well, if you ask me, it's Stan who's the real crook in all of this. Turns out that this isn't even the genuine article. The paint comes right off. I suppose the real Black Pearl must be off on some grand adventure of her own, though I doubt she'll find stranger tides than these. Das glaube ich nämlich auch. Na? The lad jumped overboard as soon as we reached the shallows and raced off into the jungle. And the pooch went after him like a bolt of lightning. Well, he was yelling about a gigantic stone monkey head near here. Supposedly it's a secret entrance to somewhere or other. Sounds like it'd be hard to miss. Only that you should watch where you tread. Supposedly, there's an old castaway living around here with a fondness for setting traps. I spied their camp on the southern beach as we were sailing by. They're sure to know plenty about the island, assuming they're not completely cracked by... Happy though I was to accompany Guybrush on his journey, in exchange for generous remuneration, of course, I'll not be getting myself into a fight with LeChuck, nor his crew, for the sake of Guybrush. Money's no good if you're too dead to spend it. Aye, that we are. It's been too long since I got to work on my tan. But don't let us stop you from exploring, putting yourself in mortal peril and so on. Stop by again and let us know how... Ja, okay. Ja, also, na, der sagt auch, dass es nicht die echte hier ist, Black Pearl. Aber ich finde es halt ein bisschen faul gemacht. Na, als Easter Egg war es irgendwie funny, ne? Die zu sehen, aber halt auch mehr nicht. Hey, you! Stay out! Sorry. Force of habit. Hey, but don't touch the cooking pot. One spoonful's enough to blow your... Guybrush asked if he could borrow my cooking pot. He said that brewing a special recipe is the only way to reach Monkey Island. You need squid ink, cinnamon, zinc oxide, monkey blood. It's a very delicate and sophisticated task. Mancomb turned out to be a natural. Maybe he should be my new assistant chef. Nope, that cooking pot's been in the family for 5 generations. There's no way I'm leaving it unguarded in a place like this. And hey, isn't stopping LeChuck supposed to be... Ja, Sure is. ist eine Arbeit. I thought Monkey Island would be, you know, small and cute, like a monkey. But it's actually giant and scary, like a chimp. You should start by finding Guybrush. He knows his way around. If you can find a rowboat, you might have an easier time getting around. Sorry, but everything went into the cooking pot. You'll have to... Ja, ja. Okay. Ein Ruderboot, sagt er. Könnte hier irgendwo sein. Den habe ich noch nirgendwo gesehen. Aye. Aye. Aye.
I'd say it greatly increases the dramatic tension by promising a fateful encounter between an iconic hero and villain in an unforgettable locale. By presenting such a marked visual juxtaposition to Melee Island, that sense of the familiar is replaced with an uncanny feeling. Furthermore, the tonal dissonance created when such an idyllic location is framed as your final, and thus logically most challenging destination, should not be underestimated. The serenity and almost total lack of human interaction can only serve to heighten the sense of awe and wonder as you rely on your own spatial awareness to progress. He's by the big monkey head in the jungle. Ja, viel Glück. Okay, gut. Wie gesagt, das hier finde ich ein bisschen schade und sehr faul von den Entwicklern. Wir hüpfen einfach mal rüber. Guybrush ist ja bei den großen Affenschädel. Das sieht aus wie ein Camp da vorne. Jede Menge Wrackteile. Kann man nichts damit machen. Geht's in den Dschungel. Ich will auch ja nichts zu viel vorwegnehmen. Oh. Da kann man noch runterfallen. Eine Schlucht. Und hier geht's auch, glaube ich. Ah. Well, hello there. Oh, man. Nice having a chance to talk with somebody civilized. It's been a while. Haha, I said I was the only civilized person, not the only one. LeChuck and his crew showed up a while back, but civil they are not. And you know what's worse? All those other new ghosts and ghouls saying they're from some Sea of the Damned or some such thing. Sea of the Extremely Rude, that's what I call it. They've been stampeding all over Monkey Island, making off with whatever they fancy, and wreaking havoc with the ancient Monkey Island. Things got so bad, the island's inhabitants decided to leave. The northern shores are deserted now. Part of Monkey Island's heritage, its soul, scuffed out. Well, at least now they won't be stealing my precious rowboat oars. I've had to hide them, along with just about everything else I own. It's a disgrace. That's... Hey, now. You stay away from there. That's my new base of operations. Well, it will be when I get it finished, now that I've finally got the materials. See, a young clown named Driftweed happened along and started to mess around with my primitive art up on the cliffside. Hey, I wouldn't expect you to appreciate my work any more than Driftweed did. That idiot even managed to scuttle his own ship with it. Hubris ultimately leads to calamity, I suppose. It's a metaphor for life, just like all art. Yes. Anyway, I've been salvaging the wreck of the Sea Monkey and using it to build myself a real home. A place folks like you can't just wander inside. Oh, I don't think I could bear the loneliness out at sea. I may not like it when folks mess with my art, but at least it gives me someone to yell at. Got yourself a death wish, eh? Well, too bad. The island's inhabitants returned their cotton swab key to its hiding place before I suppose they thought they were doing visitors a favor by keeping them away from LeChuck. I had to find space near here for a secret stash where rampaging pirates, the sun, and a dreaded monkey can't spoil my supplies. Who are you, my echo? Yes, they hid it. And no, I don't know where. Ah, but who cares? I've got my own possessions to worry about. It's all because of that thieving monkey. He's developed a real taste for my chilled banana soup. I must have used up half a Driftweed's ship to make them. So far, he's always slipped past me and gotten away scot-free. It wouldn't be so bad, but I keep having to reset the traps whenever pirates go blundering into them. You keep your hands and your stomach away from my belongings. I said no. Now get out of here. I'm sure you've got pressing business. Ja, okay.
Schlüssel. Ich schätze mal, da werden wir später mal dann dahin müssen. Notiz nehmen wir mal mit. Ist sonst noch irgendwas Notizen hinzugefügt? Oh ja, einige Notizen. Hermanns Aufträge, bla 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 bla. Herr von Hermann. Und mehr Jobs. Hermanns Aufträge. Ja, okay. Wir gehen jetzt erstmal zu Guybrush. Bevor wir hier wieder den Weg gehen, den wir nicht gehen sollen und es nicht ganz offensichtlich ist, wie man durchgehen soll. Gehen wir zu Guybrush. Wir können auch mit dem Schiff vorfahren. Dann wären wir direkt an der Ecke. Aber ich will mich hier eh ein bisschen umsehen. Denke ich das oder ist es ein bisschen hier zu hell gerade? Puh, das wirkt alles etwas überbelichtet. Hier? Leuchtet sogar durch. Wow. Also irgendwas muss man wahrscheinlich mit dem Spiegel auch hier machen. Okay, da vorne ist ein Schiffswrack. Ne, sieht schon schön hier gestaltet aus. Vor allem auch viele Bäume, die nicht klassisch SOT sind. Das ist fein. Oh, die Seemonkey. Oh nein. Die arme Seemonkey. Hier war sie wohl eine Galeone. Interessant. Arme Seemonkey. Komplett kaputt. Ein Vögelchen. Spielzeugpapagei untersuchen. Warum hat er nur Müslis da drin gehabt? Guybrush, warum? Müssen wir jetzt alle hier aufmachen? Oh. 1, 2, 3. Piratenkonflex. 1. 3. Oh, eine Truhe. Oh, noch mehr Truhe. Fehlt ein Spielzeugschlüssel. Den Kopf dürfen wir uns nicht angucken. Okay, das ist scheinbar verboten. Wahrscheinlich gibt es dafür wieder irgendeinen Erfolg, aber ist scheinbar verboten. Okay, gut. Oder halt schlecht. Hier hinten gibt es auch nichts. Komplett zerstört. Boah, das ganze Schiff. Armes Seamonkey. Ist ja auch alle voller Cornflakes. Guybrush. Ich schub's dich. Boah. Warum? Wahrscheinlich brauchen wir es irgendwann später. Wir ziehen erstmal da raus. Zack. Zack. Kaum Papagei. Ein Schiffchen. Ah, ich habe was gefunden. Ah. Ah. Um die Sicht zu verbessern. Das muss man die ganze Zeit mit sich tragen. Wie bescheuert ist denn das schon wieder? Ich will nichts in die Luft jagen. Nichts in die Luft jagen. Was machen wir jetzt damit? Ach man, wo lege ich es denn hin, dass wir es nicht vergessen? Einfach hier oben drauf. Keine Ahnung, was man damit macht. Wir gehen mal zu Guybrush.
arme Schiffchen. Wo ist dieser blöde Avoschädel? Wir kommen näher. Sieht vielversprechend aus. Sehr vielversprechend. LeChuck! LeChuck. Hey, you made it. Guybrush. But the others are still on the ship. Looks like it's just us. And That's okay. Spiffy, of course. LeChuck's secret lair is through the catacombs under this giant stone monkey head. I was sure I left the key right here. It looks kind of like a big cotton swab, but I can't find it anywhere. In fact, I'm pretty sure someone's been poking around since the last time I was here. They left this map behind, see? Looks like they were searching for 3 golden idols. My pirate instincts tell me they're probably part of some elaborate yet thematically appropriate puzzle. You hold on to the map and go look for the key. I'll wait here and keep watch for LeChuck. And Elaine. Okay. Warum springen wir da nicht einfach drüber? Weiß auch nicht. Okay. Also, okay. Die Karte sollten wir auf jeden Fall schon mal vorher mal finden. Schiffswrack. Große Affe. Ja, okay. One of the most terrifying sights on the whole of Monkey Island. Trespassers are forbidden, but I wasn't gonna let that stop me from rescuing Elaine. Die Plätze sind auch etwas... Habe ich jetzt auch nur erkannt wegen dem Ding hier. Große Affenanzeigen drauf. Aha. Okay. We can't reach LeChuck unless we can get this big ape's head to open. Warte, Steffi. He's probably hidden Ich somewhere werde out in nicht the mehr. jungle. Ich werde nicht mehr. Hilfe. I don't know. The last time I needed it, I was able to barter with Herman. He's the local castaway. Ja, der örtliche Schiffsbrüchige, das sollte man gern. Ja, okay, dann I bet it's ist das hidden by irgendwie some bei kind ihm. of mechanism that needs several obscure items to activate it. I know, it sounds strange. Exactly! I love it, honestly. Makes me feel so piratey. Anyway, lots of crews came looking for the secret of Monkey Island. Well, somebody needs to stand guard here, and I have a secret advantage. Besides, it was you who beat the 3 legendary trials. Oh, okay. I'll tell you what. When we get to LeChuck's ship, you can keep watch while I do all the incredibly brave and dangerous stuff. Deal? Also ich würde auch gerne die Wache stehen, bis du wiederkommst. Up here's not so bad. The really dangerous stuff is hidden underground. Squishy fungus, rivers of lava. It's pretty gross. All the important stuff is marked on that map I gave you. You should probably check the volcano, the pond. Oh, and there's that big ravine. You could try talking to Herman Toothrot, the old castaway. I spotted his camp on the South Beach. He has a rowboat that'll help you get around the island, but he doesn't like to share his things. If you find any other clues, there's some space at the back of my memoirs. I never got around to writing the last couple of chapters. Don't remind me. My name is Mudback on Melee right now. All I miss is Elaine. Ooh, and those nifty figurines. But now that I'm on a real pirate adventure, I'm starting to feel better. Even if this isn't the genuine Monkey Island, it's great to be back. You're right. We shouldn't get distracted until Elaine is safe. Meine ich wohl auch. And Guybrush. ready to She's gonna dine out on that whole legend thing harder than Spiffy chewing on that monkey toy. Spiffy has a very important part to play. You'll see what I mean once you've found the key. Okay, gut. Das heißt, wir müssen die Aufgaben lösen, etc. pp. Es ist schon sehr cool hier, ne? Das darf man schon nicht sagen, ne? Nichts gegen das Game, aber irgendwie... Ich fühle mich bei den, ja, Tales hier jetzt von Monkey Island, ein Ruderboot, ein bisschen immer hingeschmissen. So wie hingeschmissen und nicht abgeholt. Die habe ich gesucht. Das habe ich gesehen im Augenwinkel. Als wir da vorne standen. Da vorne ist dann der andere goldene Hannes.
Wir gehen erstmal nach da oben. Die Treppe ist sehr offensichtlich. Den müssen wir uns merken, da vorne zum Mo. Der hat ja irgendwie was gesagt, wir brauchen 3. Also ist dann irgendwo noch ein versteckter. Wir gehen erstmal hier hoch. Man wird hier wirklich so hingeschmissen, so mach. Das funktioniert vielleicht in, wie will ich sagen, Monkey Island selbst, aber so. Alter, die Laufwege sind schon wieder nicht allzu wenig. Hier. Anleitung. Oh boy. Ja, okay. Okay. Schöne Anleitung. Okay. Primitive Kunst. Da, nicht runterfallen. Ich schätze mal, hier können wir dann wieder runterdüsen. Gibt es hier irgendwas Interessantes außer die primitive Kunst? Wahrscheinlich ein Überblick über die ganze Insel. Zack, wo waren wir jetzt hier? Primitive Kunst, da oben sind wir jetzt. Etwas Schweres wurde hier platziert. Schädel wahrscheinlich von Monkey Island, kann das sein? Diese goldenen Schädel. Don't touch. So, mir einfach ein... Okay. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt gemacht hat. Absolut keine Ahnung. Aber hier ist wieder die Tinte. Hier kann man sich irgendwo hinsetzen. Oder auch nicht. Hier drauf. Keine Ahnung. Hier ist auf jeden Fall... Hier. Ich habe keine Ahnung, was wir damit gemacht haben. Unfortunately, the ship I sank was my own. The Sea Monkey. I guess fine art is harder than it looks. Darf ich wieder aufstehen? Ja. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt damit abgeschossen haben. Also kurz zu merken, da unten, da ist der erste goldene Hannes. Den sieht man jetzt nicht wegen dem Baum. Da ist der zweite goldene Hannes und irgendwo ist noch einer. Wir haben jetzt hier irgendwie einen Stein weggeschossen. Können wir noch einen nehmen? Was macht das? Moment. Wir müssen ja eh diese Köpfe hier einsammeln. Ich kann mir vorstellen, dass bei den Don't Touch Steinen, aber die legen wir ja hier hin. Dann schießen wir die hier hin. Dann fliegt der nach da hinten. Keine Ahnung, was da hinten dann los ist. Ich kann mir aber vorstellen, wir schauen wir mal. Das ist auch schon wieder, da muss man ja erstmal drauf kommen. Nein! Das kann man drehen. Nein, na okay, wo ist dieser Schädel? Da hinten klappt noch ein. Vielleicht noch ein. Ich glaube, das war zu weit. Wir probieren es einfach mal. Nein, das kann... Wie soll man darauf kommen? Alter, das ist so random gedacht einfach. Also, klar, wir bauen den Schädel, aber ich war da hinten jetzt nicht mehr da. Alter, was das jetzt ist, da haben wir uns schon mal einen guten Weg gespart. Der kommt gut. Ich bin einfach ein Genie.